Hallo liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hier hereinschaut zu meinem neuesten Film. Heute möchte ich euch einladen zu einer kleinen Wanderung zwischen Grünhainichen im Flöhatal und Marbach. Das Highlight der Wanderung ist eigentlich die himmlische Ruhe. Ruhe und nochmals Ruhe. Aber darüber hinaus habt ihr auch, ihr seht im Hintergrund einen Ausblick auf die Perlekrone des Erzgebirges, die Augustusburg. Wir kommen nachher noch vorbei an der Rochhausmühle Grünhainichen und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem kleinen Spaziergang mit wahnsinnig viel Ruhe. Da wir ja alle Wert auf eine umweltfreundliche Anreise legen, nutzen wir erneut unsere Erzgebirgsbahn und fahren auf der Flöhatalbahn bis Grünhainichen-Borstendorf. Dort ausgestiegen laufen wir auf der alten Ladestraße hinter. Zunächst könnt ihr euch an dem gelben Strich der Mühlentour bzw. dem Rundweg Grünhainichen orientieren. Wir gehen vorbei an der Papierfabrik und dem ehemaligen Güterboden, bis wir schließlich diese Kreuzung mit kleinem Parkplatz erreichen und hier geht es links in Richtung Rochhausmühle. Ihr kennt sie ja bereits aus einem früheren Film. Allerdings laufen wir nach reichlich 100 Metern rechts in den Wald hinein, den Fabrikweg folgend. Der Name dieses Weges, welcher zur Papierfabrik führt, kommentiert sich ja von alleine. Die Steigung hier ist sehr moderat und dürfte kaum Schwierigkeiten bereiten. Öffnet sich der Wald, dann geht der Weg tatsächlich quer über die Wiese. Wer dennoch auf Nummer sicher gehen will, kein Problem. Wie immer stelle ich euch die Links von Komoot und Outdoor Active unten in die Beschreibung. Dort könnt ihr euch bei Bedarf die GPS-Daten herunterladen. Und ihr seht es selbst, himmlische Ruhe ist die Devise dieser kleinen 6 Kilometer langen Rundtour. Schön zu sehen, am Horizont grüßt sie uns, die Krone des Erzgebirges, unsere Augustusburg. Und der Clou, egal von welcher Seite wir uns ihr nähern, sie sieht von jeder Seite anders aus, anders schön. In Marbach angekommen, erkennen wir die frühere LPG, an der wir links im Bogen vorbeigehen und auf den alten Fabrikweg stoßen, welchen wir ebenfalls wieder nach links laufen. Diesen ein Stück nutzend haben wir einen kleinen, aber schönen Ausblick auf Marbach und vor allem auf die dominante Augustusburg, welche hoch droben auf ihrem Schellenberg thront. An der nächsten Möglichkeit dürfen wir erneut nach links schwenken auf diesen Feldweg, welchen wir bis zur Rochhausmühle folgen werden. Rechts in diesem kleinen Wäldchen findet sich der Gerichtsberg. Ob es allerdings ein besonderes Vergnügen war, bei diesem wunderschönen Ausblick hier oben hingerichtet zu werden, darf dann doch sehr bezweifelt werden.
Zumindest heute wird unser Weg von der Weide versperrt. Aber keine Angst, auch wenn hier die Rindviecher Vortritt haben, der Bauer hat hier einen Zaun zum Aushängen und Durchgehen gemacht. Aber vergesst nicht wieder zu verschließen. Im Hintergrund ist unser Schachdorf Borstendorf sehr schön zu sehen. Nach einem kleinen Wegstück liegt sie idyllisch in ihrem Trübebachtal eingebettet, die Rochhausmühle. Hier residiert in seinem Antikhandel Ralf Geisler und ihr findet ein Sammelsurium der ganz besonderen Art. Eine regelrechte Schatzkammer für alle Freunde von alten und historischen Dingen. Doch was die historischen Wurzeln der Rochhausmühle angehen, dazu sollten wir Ralf selbst zu Wort kommen lassen. Liebe Wanderfreunde, jetzt setze ich mich mal nieder. Rochhausmühle ist dieses Jahr 500 Jahre alt geworden. 2021, weil nämlich hier auf diesem Weg entlang im Juli 1521 der Erbrichter zu Schellenberg mit dem Fabian-Richter zu Marbach sein Lehen abgeschritten ist. Und da sind sie hier vorbeigekommen und damit ist unsere Mühle erstmalig erwähnt. Diesen schwarzen Stein, den haben wir hier drüben ausgegraben, beim Baggern gefunden, dürfte ein Maschinensockel der alten Papiermühle gewesen sein, welche 1904 stillgelegt wurde. Ja. Und unten drunter ist ein Mühlstein, den haben wir hier auf dem Weg gefunden, 2002, als uns das Hochwasser hinweggespült hat. Das sind also alles Relikte hier aus der Mühle. Ja, naja, und hier oben auf dem Berg, da haben wir eine Mühle stehen, die ist 1847 gebaut. Und dort haben wir auf 4 Etagen alte Sachen stehen. Und noch eine Scheune dazu, das sind nochmal 4 Etagen. Und wenn euch das nicht genügt, haben wir noch einen Güterbahnhof. Dort haben wir auch nochmal 1000 Quadratmeter Antik und Trödel und Gelumpe und alles solches Zeug. Ja. Was gibt es noch zu sagen? Wir haben hier noch einen Pferdehof und mehrere Teiche und viele Krebse. Der deutsche Edelkrebs, den gibt es nämlich hier noch. Ja, mehr fällt mir jetzt nicht ein. Das muss lang, liebe Wandern mit Herz, Freunde und Freundinnen, ach ne, innen. Habt ihr euch satt gesehen oder reichlich gekauft und habt vom Laufen noch nicht genug, dann könnt ihr selbstverständlich noch den Berg nach Grünhainischen hochkraxeln. Alle anderen, welche nur diese kleine Wanderung machen wollten, folgen dem Bachtal nach vorn zum Parkplatz und weiter zurück am Güterbahnhof vorbei zum Empfangsgebäude bzw. den Bahnsteigen des Bahnhofs. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser kleinen Wanderung am Rande meiner alten Heimatgemeinde Grünhainischen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar sehr freuen. Und bald geht es hier weiter in unserer schönen Heimat mit unserer Pilgerreise nach Rom, mit der Eisenbahn und vielem anderen. Bis bald, ciao!